Hätte ja sein können, dass sich da noch ein W versteckt. Oh, Mist. War ja klar, dass wir da jetzt sterben. Okay. Sicher gelandet und zu hoch gesprungen. Oder zu früh. So, und... Mist. Oh, weia. Ah, Mann! Das ist aber auch Millimeterarbeit hier. Kurz ausruhen. Und jetzt... Zu früh. Ich dachte, ich fall schneller, deswegen. So, und... Ah, geschafft. Und... Autsch! Ah, nee, das sind Dornen. Oh, Mist. Die habe ich zu spät gesehen. So, und... Puh. Das war knapp. So, und jetzt? Okay. Autsch. Ich sollte vielleicht einige Dinge mal lassen. Zum Beispiel aus allzu hoher Entfernung oder... Ja, ich glaube, ich brauche wieder Leben. Ach, das lädt sich von selber auf, okay. Wow. Das ist ja der Wahnsinn hier. Bis hier? Ah! Oh nein! Oh nein, jetzt muss ich wieder von ganz von vorne. Oh, ist das doof. Ah ne, von hier, okay. Das ist ja... Hammer. Es macht halt auch echt Spaß hier, entlang zu hüpfen. Puh, das war knapp. Okay. Jetzt chillen wir mal kurz ein bisschen. Puh, oh Gott, ganz knapp. Ganz knapp nur erwischt. Moment. Ich werde mal ganz kurz hier hingehen. Wobei, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Okay, dann kurz vielleicht an die da hinten noch hin. Aber die ist, finde ich, super. Nein! Schade, dass sie sich da nicht an Kanten festhält. Ah, Mist. Da bin ich unglücklich gesprungen, beziehungsweise gefallen. Jetzt müssen wir noch mal kurz einen Moment warten. So, und zwar springen wir hier und da und dann hier hin. Ja, die wäre so hergekommen, aber gut, egal. So, hier bleiben wir besser gleich und springen nicht wieder da nach rechts. So, bücken und da an die Kanten hin. Ah, sehr gut, das haben wir geschafft. Da hinten ist ein W, ich habe es gesehen. On How He Met My Mother Part 1. Das lesen wir doch nachher gleich mal durch. Oh, bleib da. Bleib bloß da. Oh oh. Oh je. Das ist ja ein richtiger Parcours hier.
Oh je. Und wo führt das jetzt hin? Hier. Zu einem neuen Korb. Oh Gott, ich habe mich voll verschätzt. Hier. Ich war gerade ein bisschen überfordert hier. Aber ich will jetzt nicht die ganze Stelle nochmal machen. Ich will jetzt endlich eine Axt, die speichert. Ich bin zu früh. Ja, ich hätte gar nicht springen brauchen, ja. Nein, schon wieder. Oh, ich sollte es besser wissen. Ich habe es gerade zwar erreicht, aber ich lasse es lieber. Das kommt gleich wieder zurück. Das geht ja immer ganz schnell. So. Jetzt aber. Frag mich halt, wenn alles schwebt, warum schweben wir da nicht? Also, das ist schon seltsam. Weil alles schwebt hier, selbst die Steine. Und die sind ja wesentlich schwerer als wir. Aber wir fallen runter. Oh, das sind die magisch. Schweben die magisch. Das kann natürlich dann sein. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ah, oder auch besser nicht. Da kommt ja das wieder. Jetzt aber. Oha. Oh Mann, dass man das auch so knapp nicht erwischt. Ah, das ist ärgerlich. So. Jetzt kommen wieder ja Inselchen. Ich würde das jetzt eigentlich dann auch gerne beenden, aber ich will nicht schon wieder alles hier machen müssen. Dass man nicht selber speichern kann, ärgert mich ein bisschen. Oh, 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 ich sehe nichts. Okay. So. Das war knapp. So, und jetzt kommen wir hier hin. Nein! Wo muss ich denn hinspringen? Oh Mann. Das ist so dumm. Das ist so schlecht erkennbar. Na gut, egal. Wir schaffen es jetzt. Komm. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Warum zeigt es eigentlich darüber? Ja, egal. Wenn ich jetzt ein paar Dinger nicht erwische, dann habe ich halt Pech gehabt. Die werde ich mir privat dann irgendwann holen, weil das ist mir im Let's Play ehrlich gesagt zu doof. Muss ja das Projekt nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Ah, fuck. Okay. Und warten, warten, warten. Bis die wieder aneinander vorbei sind. Und jetzt? Oh, gut. Gerade noch so geschafft. Wow, okay, das war ziemlich knapp. Man erkennt es aber auch schlecht teilweise. Wie das jetzt weitergeht. Huch. Das ist zum Beispiel sowas, das verstehe ich nicht. Da fallen wir da durch, aber... Ist jetzt hier der richtige Weg? Okay. Sehr gut. Ist hier hinten noch was? Nee, gut. Hier scheint was aber zu sein. Autsch. Was war jetzt hier? Nichts. Super. Autsch. Au! Ey, das macht meine Gesundheit gleich nicht nochmal mit. Oh, fuck, ich bin ja gleich tot. So, wir müssen warten, bis es sich wieder gefüllt hat.
Da komme ich easy hin, aber da scheinbar nicht. Aber weißt du was, ich schmeiß mich in den Tod. Da muss ich eh später hin. Und anders komme ich dann nicht mehr hoch. Toll. Ah ne, das ist das Falsche. Hier muss ich doch runter und da ist dann was. Da kommen die Gesellen wieder her. Sehr gut, beide tot. Hä? Ich konnte doch auf das eine draufstehen. Oh Mann. Ja, super. Ich glaube, ich werde noch öfters hier sterben. Wegen runterfallen. So, Leben bekommen. Wir lassen das jetzt das hier sein. So. Und wenn da dreimal eventuell ein W ist. So, oh Mann. Da ist aber nichts mehr. Es dreht sich auch kein W oder so. Ui. Oh, oh. Warum hat die keine so Schleichanimation für den Party? Also so eine Balancieranimation meinte ich jetzt. Das ist ja... Oh. Ein Speicherpunkt wäre jetzt aber nicht schlecht. Also so einen richtigen... Oh. Den macht zum Beispiel die Kombination oft gar nicht. Selbst wenn ich das blaue Ding habe, macht es nicht. Das ist halt doof. Oh, hier met my mother Part 1. Oh, ich habe doch den Part 1 schon eingesammelt. Hä? Das ist ja dumm. Oh, Mann. Can we speed up already? I'm not here for sightseeing. Ja, ich bin auch nicht fürs Sightseeing da. Jetzt macht es zum Beispiel. Vorher hat es nicht gemacht. Oh. Bugspray. Haha, Errungenschaft. Super. Das ist gut. Halt, ich muss da hinten das Dokument nochmal einsammeln. Nee, doch nicht. Hä? Diaries? Ja, doch, Part 2. Wusste ich's doch. Da Part 1 stand, aber ich habe doch Part 1 schon eingesammelt. So, gut, da kann ich draufstehen. Perfekt. Da unten komme ich wahrscheinlich... Ah, ne, da war ich schon. Okay. Und? Sehr gut. Leben auch einsammeln. Alles einsammeln. Ah. Oh je. Das schaut sehr wackelig aus. Oh, weia. Oh je. Und? Oh. Jetzt speeden die plötzlich ab. So. Ach so, da muss ich hin. Und dann hier runter. Warum? Okay. Ich dachte gerade, ich rutsche nach unten. Halt. Oh. Ich hätte B tippen sollen, aber gut. Hallo, hört auf. Mein Gott.
Macht scheinbar immer an der Stelle. Die Inseln sind ja sehr große Zicken irgendwie. Ich glaube, ich splitte den Part in 2, wenn es so weitergeht. Autsch. Wow, chill. Okay. Wow. Okay, und? Sehr gut. Hallo. Der sitzt auch wieder auf der Toilette und ist da gestorben. Super. Okay, endlich speichert's hoffentlich. So, sehr gut. Dann lesen wir jetzt die Diaries durch und dann machen wir im nächsten Part weiter. So. Das haben wir alles gelesen. Dann kommt jetzt das hier. Wobei, ist da noch was Neues? Nein. Das ist die hier Konzeptart von den Elfen. Oder? Steht nicht mehr dran, aber Feen, ja. Sieht auf jeden Fall sehr gruselig aus, ein bisschen. Hat scheinbar 4 Arme. Ja, nicht schlecht. How I Met My Mother Part 1. The first years at Woolfe Industries, Joseph filed paperwork, traced copies of his superior's designs, took notes, and observed, and every spare minute he drew, like Anton Wolfe had told him to do. 4 years after joining the company, the quiet assistant finally had the courage to speak up during a team meeting. His voice trembled, but his vision and designs were solid. He impressed the company's president to the extent that he promoted the young man to junior engineer. Joseph got his own desk and a raise. He was 20 years old at that time and felt like the king of the world. That night, Joseph walked into the forest carrying his sketchbook and a celebratory beer. He was drawing the surrounding scenery when a young girl in the valley caught his eye. She was doing laundry by the river, whistling. He snuck down the hill, turned the page, and sketched her portrait. All of a sudden the girl screamed. Joseph, without hesitation, left his hiding place and ran to her rescue. As it turned out, her hysterical panic was caused by a leech clinging to her leg. He calmed her down and carefully removed the bloodsucker. Embarrassed, she apologized for the outburst he just wondered out loud. He just witnessed. "But wait a moment, where did you come from so suddenly?" she wondered out loud. "I was just in the neighborhood," he answered evasively. "You'll have to do better than that," she responded. "I've had my share of coincidental encounters with strangers in these woods, you know." Joseph handed her his sketchbook. "This stuff is amazing," she whispered while browsing the landscapes and portraits. Joseph's heart skipped a beat when she turned the page depicting her own silhouette crouching by the river. "Well, you little fibber," she smiled, stroking the charcoal lines of her unfinished face. Joseph looked down, embarrassed. He had no idea how to deal with girls in general, and definitely not with girls as fresh as this one. He mumbled an apology. She sat down in the grass and directed her face towards the sun. "Finish it," she commanded. He hesitated for a moment, then sat down across from her and picked up his pencils. How I Met My Mother Part 2. Joseph quietly finished the girl's portrait while she babbled away about her mother, with whom she lived about 2 miles down the road, deep in the forest, about her fear of leeches and geese. He listened and drew. She picked up his half-empty bottle of beer. "A lone drinker, are you?" Without asking, she took a sip. He told her about his promotion, about the factory, and about his father. When the sun set, she stood up to collect her laundry by the river. "Come on, Mother's serving rabbit stew tonight." She handed him the wet clothes. "My name is Roxanne, by the way." An hour's walk later they arrived at the most unusual home he'd ever seen, an improvised series of wooden structures embracing a massive oak. They climbed the wonky steps leading to the front door, where the girl's mother welcomed him warmly and without any questions. Roxanne mentioned Joseph's promotion, and her mother dug up a bottle of wine, which she'd saved for a special occasion. They ate, drank, and talked
talked all night. It was past midnight when Joseph excused himself. "I should go," he mumbled, and elaborately thanked the two women for a lovely evening. "You're not walking back through the forest this time of night," Roxane's mother objected. She fetched him a blanket and offered him the bench in the corner of the room. She opened the curtain. "The sun will wake you to get to the city in time for work." Too tired and tipsy to resist her hospitality, Joseph fell asleep by the fireplace. The sun and the birds woke him up the next morning. Roxane's mother walked through the door, carrying an axe, a pile of food on her back, and a dead pheasant on her belt. She'd obviously been busy this early in the morning. "I hope you slept well," she greeted him. She went into the kitchen and handed him a lunch pack. "Take the road by the river, it's faster," she said. Joseph nodded and thanked her again before walking down the stairs. He was almost around the corner when she yelled his name through the open window. "Joseph!" He turned around. "Dinner is at 7. Das ist sehr cool. Okay, schauen wir uns das noch kurz an und dann wird wahrscheinlich wieder gespeichert. An old woman spotted me one summer day, wandering the shores of this lake. I must have been 3 years old. Calmly, she kneeled by my side. "Where's your mother, dear?" Trembling, I replied, "She's fast asleep." Ja gut, egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.